Hallo liebe Leute, ich begrüße euch heute aus Melk. Ich bin unterwegs auf der klassischen Wachau-Runde. Eine der großartigsten Dinge am Leben in St. Pölten, dass man diese Supertour machen kann durchs Weltkulturerbe. Hinter mir seht ihr unverkennbar das Stift Melk und vielleicht sagt ihr, oh, jetzt steht er schon wieder vor sowas Katholischem. Ja, das mache ich ganz bewusst. Diese großen Stifte, die Wachau rahmen, sind ja durchaus als ein Statement hierhin gebaut worden, um zu zeigen, wie groß und mächtig und überlegen der Katholizismus ist. Und deshalb haben die Evangelischen ja oft ein bisschen Angst vor diesen Stiften selber, wozu es ja tatsächlich gar keinen Grund mehr gibt, aber auch vor manchen Dingen, wo man meint, das wäre katholisch. Ich glaube, in dieser Zeit des Lockdown haben wir die einen oder anderen Sachen vielleicht neu und wiederentdeckt, die uns auch gut tun, obwohl sie sich katholisch anhören. Und auf diese kleine Reise möchte ich euch heute mitnehmen bei der Fahrt durch die Wachau. Das war die erste Station. Ich melde mich gleich aus der zweiten von einem ganz anderen Kloster in Axbach. Ja, ich bin nun hier mitten in der Wachau in Axbach. Hinter mir seht ihr die ehemalige Kartause Axbach, also ein Kloster von Kartäusermönchen. Das Besondere an Kartäusermönchen ist, dass sie allein gelebt haben als Eremiten, aber im Kloster. Das heißt, sie hatten keinen Kontakt untereinander, sie haben sich nie privat unterhalten, aber zum Gebet sind sie zusammengekommen. Ich fand das Interessante an der Zeit des Lockdown, dass wir auch ein bisschen so waren wie gemeinschaftliche Eremiten, weil wir ja alle allein gelebt haben und wir durften außerhalb der Familie oder Mitbewohner oder sonst mit niemandem persönlichen Kontakt haben. Aber besonders auch bei kirchlichen Dingen hatte ich den Eindruck, dass sich alle bemüht haben, miteinander in Kontakt zu sein. Mehr als sonst, weil es ja sonst in den Pfarrgemeinden gewährleistet war. Ja, nun bin ich gegenüber vom Stift Dürnstein angekommen. Hier ist es, eines der Hauptwahrzeichen der Wachau. Das Stift Dürnstein ist nicht mehr in Betrieb, aber es gehört jetzt zu dem Augustinerchorherrenstift in Herzogenburg. Der Orden der Augustinerchorherren ist ein Orden von Priestern, also von Menschen, die in der Seelsorge arbeiten, aber trotzdem sich fürs gemeinsame Leben entschieden haben. Das finde ich in dieser Zeit besonders wichtig. Also Achtung, das ist nur für Pfarrerinnen und Pfarrer jetzt. Ich finde es besonders wichtig, dass wir in dieser Zeit miteinander in Kontakt sind und es funktioniert ja auch besser als sonst. Oft sind ja evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer so ein bisschen Inseln und jeder schaut, wie er selber tut. Jetzt habe ich den Eindruck, tauscht man sich aus und fragt wirklich mal ehrlich, hey, wie tut denn ihr? Und kommen die da zurecht? Kommen die an die Leute dran? Reagieren die? Das finde ich extrem wichtig. Und ganz besonders dankbar bin ich natürlich allen, die sich mit auf den Weg gemacht haben und an den Mittagsgebeten der Evangelischen Kirche in Österreich arbeiten. Das ist so. Das Kernteam ist wirklich zu einer kleinen, wichtigen Gemeinschaft geworden, die auch für mein Leben jetzt sehr wichtig geworden sind in dieser Zeit. Nun bin ich in Göttweig. Das bildet den Abschluss der Wachau-Runde. Göttweig liegt gegenüber der Stadt Krems, also schon stromabwärts ein bisschen außerhalb der Wachau. Man kann dort hineinschauen, auch oben am Berg und weithin sichtbar. Wie alle
Klöster und geistlichen Gemeinschaften wird hier mehrmals am Tag regelmäßig gebetet. Das gehört zum Leben der Mönche dazu. Und das ist das, wo ich sagen muss, da bin ich allen Klöstern und Ordensgemeinschaften besonders dankbar, dass man immer weiß, dort wird regelmäßig gebetet, nachdem es ja in unserer evangelischen Kirche keine so große Tradition hat. Deshalb bin ich umso überraschter und erfreuter, wie viele Menschen jeden Tag sich einladen lassen zu den Mittagsgebeten der evangelischen Kirche in Österreich. Mehrere hundert Evangelische machen etwas, was wir sonst ja eigentlich wenig machen. Wir kommen vielleicht, wenn es hochkommt, einmal in der Woche zum Gottesdienst zusammen, aber dieses Ritual gehört jetzt bei ganz vielen Leuten mit dazu. Sogar am Telefon mit dem Kirchenamt in Wien habe ich einmal gehört, okay, wir müssen jetzt aufhören, jetzt ist das Mittagsgebet. Das finde ich besonders schön und besonders erfreulich. Also, ein paar Dinge, die mir in dieser Viruszeit aufgefallen sind, die wir neu entdeckt haben. Zum einen ein bisschen Eremit sein, aber trotzdem in Gemeinschaft bleiben. Wir sind nicht total zurückgezogen, sondern bleiben mit unserer Sehnsucht vereint, selbst wenn wir uns nicht die ganze Zeit sehen, wie die Kartäuser. Wir sind als Pfarrerinnen und Pfarrer mehr verbunden als sonst. Wir fragen uns ehrlich gegenseitig, wie funktioniert's, wie läuft's bei euch, und wir helfen uns aus. Und das Letzte, wir üben das regelmäßige Gebet, mehr als wir es sonst als Evangelische gewohnt sind. Natürlich könnte man das alles auch ohne katholische Klöster erklären und Stifte, aber ich finde, bei manchen von denen sind wir so ein bisschen in der Gefahr, immer zu sagen, na, lieber nicht, es könnte katholisch sein, aber jetzt können wir es und probieren es aus und es ist schön. Es wird bald die Zeit beginnen, wenn die Normalität wieder beginnt, hoffentlich nicht nur die neue Normalität, sondern die echte Normalität. Und es wird unsere Aufgabe sein, zu überlegen, was können wir behalten von dem, was wir jetzt neu gelernt haben und was lassen wir wieder sein. Aber wichtig wäre mir, dass wir nicht nur einfach das machen, wie wir es früher gemacht haben. So wünsche ich euch alles Gute. Ihr hört es, es wird zur Vesper geläutet. Es ist jetzt 18 Uhr in Göttweig. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mal.